Love force is about each one of us taking a very strong position on all matters in life. Liebeskraft bedeutet für jeden von uns eine sehr eindeutige Position einzunehmen über die Dinge des Lebens. We are the love force. Wir sind die Liebeskraft. Because if we don't do it, denn wenn wir es nicht tun, we'll lose life, and we will each be responsible for that. Werden wir Leben verlieren und jeder von uns ist dafür verantwortlich. We are the healthy red blood cells. Wir sind die gesunden roten Blutkörperchen. We are the ones that want to fight the disease. Wir sind die, die die Krankheiten bekämpfen. Because we care. We have enough love still in us that we care about what's going on. Weil wir Anteil nehmen, weil wir genügend Kraft und Liebe haben, um uns darum zu kümmern, Anteil zu nehmen, was los ist, was passiert. And we have to know that love is contagious. Contagious. Ah ja, Liebe ist ansteckend. You're doing a great job, thank you. It's as though love is not fashionable. Modisch. Liebe ist keine Modeerscheinung. Because love is so tender and private and personal. Denn Liebe ist so zart und zärtlich und privat und persönlich. And it is something that if it hasn't been given to us, we're not even sure if it exists at all. Und wenn es uns nicht gegeben wurde, wissen wir nicht einmal, ob es wirklich existiert. But everyone hopes in their heart that it really exists. Aber jeder von uns hofft tief in seinem Herzen, dass es wirklich existiert. And every human being has a wish somewhere, no matter how wounded you are, that the love could become the dominant state of reality. Und jedes menschliche Wesen, egal wie verwundet man auch sein mag, hat den Wunsch, dass Liebe dominieren wird in der Realität. And I know I've been kind of gloomy here, what I've been talking about. Gloomy. Strahlend, glänzend. Glum. Düster. Well, I've been talking about sort of the hard aspects of love force. Also ich spreche über die herzbezogenen Aspekte der Liebeskraft. Sie spricht über die traurigen Aspekte der Liebeskraft. Sounds good. We stay with the love. What I'm saying is that I believe that the love force has a moment in time that is coming. Was ich sagen möchte, ist, die Liebeskraft hat einen Augenblick in der Zeit, die kommen wird. Teilhard de Chardin talked about the omega point. Also bis der Tag vorbei ist, werde ich über den Omega-Punkt sprechen. And it appears that without that omega point, that catalytic moment, we will not push this earth out of the current state that it's in. Und es scheint so, dass ohne diesen Omega-Point, ohne diesen konkreten Punkt, wir nicht in der Lage sein werden, die Erde aus dem gegenwärtigen Zustand zu bringen. So our love force, power and our purpose is to do all that we can to awaken our trust in love at this time. It's okay. It's okay. Everyone understands, yes? Yes.
So I will stop on this note. Also ich werde jetzt aufhören. That the opportunity to turn to what is most like love, and then to go from there every time, is this time to do that, each one of us. Also die Liebe ist die ausschlaggebende Kraft oder die initiierende Kraft und jeder von uns ist dafür verantwortlich und nur das kann die Dinge bewegen. Why don't you add something? Yeah. No, I thank you. Thank you. Thank you. We're going to take a break, a little bit of a break in a moment. I just realized, and it's kind of awkward after that, but Sorry, wir werden gleich eine Pause machen. Wo ist ein Roman, der Übersetzer? but I just realized that I hadn't explained what the H- ion does in the body. Ich habe realisiert, dass ich noch gar nicht erklärt habe, was das H-Ion im Körper macht. I'm going to. We now know from our years of research, and we have 8 articles now published in peer review medical journals. Wir haben jetzt 8 Artikel in medizinischen Journalen veröffentlicht in unserer ganzen Forschung bisher On the negative hydrogen ion. über das negative Wasserstoffion. And we now know, of course, that we can actually, we have samples in water that have existed, number one, Hansa water for 40 years. Wir hatten also Proben, Nummer 1, die Hunsa-Wasserprobe, die 40 Jahre alt war. But in water which we have created that has lasted with a great deal of potency for as long as 3 years. Bis zu Wasserproben, die wir geschaffen haben und die 3 Jahre lang it's lasted with a great deal of its potency. Die 3 Jahre lang ihr volles Potenzial hier halten konnten. And we know now that at physiological values, what we call physiological, that is the amount of H- ion that we would take in just say 2 capsules of active H. Und wir können jetzt sagen, dass der physiologische Wert, der in 2 Kapseln Aktiv H enthalten ist, That in cell cultures we increase ATP production dass wir dadurch in Zellkulturen die ATP-Produktion erhöhen by as much as 4 times. um das Vierfache. And also we increase DNA repair. Und wir erhöhen auch die Reparatur der DNA. And that it is the most powerful protective antioxidant ever discovered. Es ist einfach das kraftvollste Antioxidant, das jemals entdeckt wurde. Now, one of the interesting tests that we've published is called dead cell, live cell. Und einer der interessantesten Tests, den wir publiziert haben, heißt der tote Zelle, lebendige Zelle Test. We take 2 sets of cell cultures and we put in each one a poison that will kill the cells when a certain kind of light is flashed on the cell culture. Wir nehmen also 2 Zellkulturen und wir nehmen eine bestimmte Art von Licht, die für Zellkulturen tödlich ist, wenn man sie diesem Licht aussetzt. And so, and then you look at the cells under fluorescent light. Und man schaut sich dann diese Zellen unter fluoreszierendem Licht an. And the cells that are dead will show up red. Und die toten Zellen werden sich als rot zeigen. And the cells that are alive will show up green. Und die lebendigen Zellen werden grün sichtbar sein. And so we set up these tests where we take the same cells with the same toxin. Only one group of cells has physiological quantities of active hydrogen. Wir haben also diese beiden Zellkulturen, setzen sie diesem für sie tödlichen Licht aus und geben aber einer dieser Kulturen diese physiologisch wirksame Menge Aktiv H.
which we would have in our bodies from only 2 capsules of active age. Und zwar die Menge, der entspräche, wenn wir 2 Kapseln Active Age zu uns nehmen. And when we use a special laser light, the toxin is released. Und wenn wir ein bestimmtes Laserlicht anwenden, werden die Gifte freigesetzt. And in the cells without the hydrogen, 98.9% of those cells died. Und die Zellen ohne Active Age, 98,9% davon starben. Instantaneously. Sofort. And in the cells with the hydrogen, und in den Zellen mit dem Wasserstoff, 97% were still alive. Überlebten 97%. And we did these tests 6 times. Wir machten diesen Test 6 Mal. With different kinds of cells. Mit verschiedenen Zellarten. Human blood cells. Menschliche Blutzellen. Ovary cells from a hamster. Hamster-Eizellen. Because these cells most closely resemble some of the metabolic characteristics of living human cells. Denn diese Zellen entsprechen ziemlich sehr den Eigenschaften menschlicher Zellen. And so I believe from these studies that the most powerful protective mechanism in the human body against not only the most powerful thing in the human body. Und ich bin mir in meiner Sache jetzt ganz sicher, dass das kraftvollste, schützende Ding im menschlichen Körper against what is called reactive oxygen species, gegen reaktiven Sauerstoff species. Gegen freie Radikale. Okay. Das kraftvollste gegen freie Radikale is this active hydrogen ion. Ist tatsächlich dieses Wasserstoffion. And how many of you have heard of the work of Dr. Fritz Popp? Fritz Popp, yeah. Wer von Ihnen hat von Dr. Fritz Popp gehört? Yeah. Well, we had him test our products recently. Wir haben ihn letztens unsere Produkte testen lassen. And he determined that a certain kind of treatment of water that we made increased cell energy very, very high. Und er sagte, dass durch die Wasserbehandlung, die wir machen, die Energie enorm steigt. And the active H increased what is called the coherence of the cells. Und dass das Aktiv-H die Kohärenz der Zellen enorm steigert. Which is another way of saying that it increased what we call negative entropy. Und in anderen Worten kann man damit sagen, es erhöht die negative Entropie. Which means it made the cells younger. Was einfach ausgedrückt sagt, es macht die Zellen jünger. Significantly younger. Eindeutig jünger. And so my future research that we're working on is to figure out a way to make our cells reproduce all the time and keep us infinitely young as long as we want. Und woran ich in Zukunft forschen werde, ist, wie können wir uns so fortpflanzen, dass wir unendlich jung bleiben. But right now we can only double the lifespan of cells or more, a little bit. Bisher können wir nur die Lebenszeit von Zellen verdoppeln. And that might help us to live 120 years. Das verhilft uns vielleicht zu 120 Lebensjahren. Maybe more, I don't know. Vielleicht etwas mehr.